Hallo meine Lieben, heute habe ich mal wieder eine Kartenidee für euch, und zwar eine, die geprägt ist und die geblendet wird und dann auch noch mit ein paar Elementen, die ausgestanzt und gestempelt sind. Aber wie die Karte aussieht, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so eine Karte, wo ich einerseits geprägt habe, dieses Blumenmuster, und dann habe ich mit einer Schablone quasi in der Mitte ein Fenster gemacht und damit Distress Oxide Ink geblendet mit 2 Farben und dann noch ein bisschen was gestempelt und das hier mit Dimensionen aufgebracht. Und wie ihr diese Karte machen könnt, das gucken wir uns jetzt gleich an. Was ihr für diese Karte braucht, ist einerseits die Karte oder die Basiskarte, die ist 21 cm, gefasst bei 10,5 cm und in der Höhe 14,8 cm. Dann habe ich 2 Auflagekarten, einfach die eine, um darauf das Element aufzubringen und die zu prägen, und die andere, um hier einfach ein bisschen Stärke noch zu schaffen. Und dann habe ich noch 2 kleine Stücke, um dahinter ein bisschen Dimension zu schaffen. Die hier sind 13 cm mal 9,5 cm und die einfach entsprechend ein bisschen kleiner. Das könnt ihr dann einfach anpassen auf die Größe, die ihr haben wollt. Was ich zusätzlich habe, ist einfach ein Stück, das ich verwenden werde, um das Ganze hier abzudecken auf den Seiten. Da schneide ich noch zu, damit ich mir hier wie quasi einen Rahmen bilden kann. Dann brauche ich einen Prägefolder, natürlich auch die Big Shot, um das zu prägen. Ich habe hier ein Stempelset, da werde ich das Hugs verwenden und Sending You Lots of. Um das zu stempeln, habe ich hier ein kleines Stück, das genug groß ist für das Hugs, und das hier für das Sending Lots of. Und ich habe tatsächlich auch zu diesem Stempelset die entsprechenden Cutting Dies. Zum Stempeln verwende ich das Stempeltool und die Archival Ink von Ranger, und dann brauche ich noch Flüssigkleber, das ist ganz normaler Cementid-Flüssigkleber, und das Falzbein. Und das ist das, was wir brauchen. Jetzt starten wir zuerst gleich mit dem Prägen von dieser Auflagekarte. Da nehme ich ganz einfach die Prägeplatte. Dann lege ich hier die Karte in den Prägefolder rein. Und gucke einfach, dass die gesamte Karte geprägt wird und kurble die durch die Big Shot. Und dann haben wir hier die Karte wunderbar mit diesen schönen Rosen geprägt. Das ist effektiv auch einer der Prägefolder, den ich am meisten verwende. Ich habe hier noch eine kleine Planänderung, weil ich gemerkt habe, das geht eigentlich fast am einfachsten. Ich habe einfach nochmal ein solches Element zurechtgeschnitten, das gleich groß ist wie die Auflegekarte, und ich werde jetzt hier mit einem Cutting Die einfach kurz das so ausschneiden, damit ich hier wirklich schön mittig bin. Dann funktioniert das eigentlich fast am besten, dass ihr da schön gleichmäßig seid und das dann wunderbar blenden könnt. Man soll ja flexibel bleiben, ne? Und so habt ihr wunderbar auch gleich eine Vorlage, die ihr auch mehrmals verwenden könnt. Weil jetzt haben wir hier wunderbar ein Fenster, und da die Karte gleich groß ist wie die andere, kann ich das einfach kurz hier drum legen. Da kurz die Karte mit ein bisschen Washi Tape fixieren, damit es nicht herumrutscht, und jetzt kann ich hier wunderbar drauf blenden. Dann nehme ich jetzt meine beiden Distress Oxide Stempelkissen. Ich habe Shaded Lilac und One Lipstick. Ich werde oben mit dem Shaded Lilac gehen und unten mit dem One Lipstick. Dann nehme ich jeweils noch ein Stück Papier daneben.
und kann hier schon anfangen zu blenden. Das heißt, ich gehe hier stärker mit der Farbe von oben runter und dann mit der anderen Farbe stärker von unten rauf. To be mine, we twist the truth to justify. Das sieht jetzt im ersten Moment so ein bisschen wild aus, aber ihr seht jetzt, wenn wir das wegnehmen. Und wie gesagt, den Rahmen könnt ihr wiederverwenden. Dann habt ihr hier wunderbar ein schönes Sichtfenster. Und das können wir schon mal auf die Karte kleben. Das heißt, ich klebe diese geblendete Karte auf die zweite Karte, die ich in der Größe geschnitten habe. Hier natürlich nicht zu fest streichen, weil wir wollen ja nicht die Prägung wieder flach machen. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, das war nicht ganz gerade, so wie ihr das ausgeschnitten habt, könnt ihr hier immer noch ein bisschen korrigieren. Und schon ist das Ganze gerade. Jetzt können wir noch diese Elemente hinten drauf kleben. Und das Ganze auf die Karte kleben. Und da jetzt natürlich gucken, wo die Karte aufgeht und das schön mittig auf die Karte drauf bringen. So, dann haben wir schon mal unsere Basis und jetzt kümmern wir uns noch um den Stempel oben drauf. Da werde ich es so machen, dass ich zuerst das kurz ausstanze. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann das ins Stempeltool reinlegen. Und zwar mit dem, was ich ausgestanzt habe. Und kann so den Stempel wunderbar ausrichten. Ich finde das immer so ein bisschen einfacher, damit es dann auch besser passt. We both escape, trying to feel safe. Und dann stempeln wir auch gleich hier den Spruch noch. Ich werde das Element so machen, dass das hier so ein bisschen drüber hinauskommt und deshalb lasse ich hier lieber rechts und links genug Platz, damit ich das dann noch entsprechend zuschneiden kann. Und dann könnt ihr eben, wie gesagt, diesen Streifen noch so ein bisschen zurechtschneiden. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da auch gleich noch einen zweiten Streifen schneiden, um dem noch so ein bisschen Stärke zu geben. Jetzt wird das Ganze ein bisschen flach, wenn man das direkt auf die Karte kleben würde und deshalb nehme ich hier jeweils solche Dimensionals. Da kann ich das ganz einfach hinter das Element kleben. Und das jetzt hier schön gerade und mittig drauf bringen. Guckt einfach, dass unten so vom Blending ein bisschen was rausguckt noch. Und dasselbe auch mit dem Hux.
Eine andere Variante, wie ihr das machen könnt, ist natürlich auch, dass ihr dieses Element einfach mehrmals ausstanzt und die dann aufeinander klebt, dann kriegt ihr auch eine wunderbare Dimension hin. Ich würde einfach irgendeine Art von Dimension wählen, damit das nicht flach auf der Karte drauf liegt, weil das hat sonst einfach, es kommt nicht zur Geltung. Jetzt bringen wir das hier auch noch schön gerade drauf. Et voilà. Und schon ist diese Karte fertig. Schlicht mit dem Weiß, mit diesem Blending drinne, wunderschön mit diesen Rosen und halt einfach einem kleinen Hacks und einem kleinen Spruch. Und das war auch die Karte, die ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal auszuprobieren. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept